Hallo zusammen! Im letzten Video haben wir euch mitgenommen in die faszinierende Welt Patagoniens und bis nach Feuerland, dem südlichsten Zipfel Südamerikas. Heute soll es aber noch viel weiter südwärts gehen, denn wir gehen auf eine Antarktis-Expedition. Kommt mit, nach dem Intro geht's los. Eigentlich dachten wir, Feuerland wäre der südlichste Punkt unserer Reise. Tja, falsch gedacht, denn relativ kurzfristig entscheiden wir uns, an einer Expedition in die Antarktis teilzunehmen. Ushuaia verabschiedet uns mit Schneeregen und so fällt das Einsteigen auf das luxuriöse Expeditionsschiff gar nicht so schwer. Was ein fettes Schiff! So, wir sind auf dem Schiff angekommen. Das ist total cool. Also unsere Räume sind absolut abgefahren. Bevor wir am Hafen ablegten, wurde natürlich erstmal eine Sicherheitsübung durchgeführt. Nach dieser Übung geht es für die insgesamt 89 Teilnehmer und das speziell zusammengestellte Expeditionsteam aus Experten unterschiedlichster Themenbereiche los. Wir legen ab und verlassen Ushuaia. Anfangs ist die See sehr ruhig. Das ändert sich aber ziemlich schnell, als wir den Beagle-Kanal in der Nacht verlassen und in die Drake-Passage einfahren. Die Drake-Passage gilt aufgrund des Wetters und der Wellen als die gefährlichste Wasserstraße der Welt. Wir haben allerdings Glück und verhältnismäßig gutes Wetter und kommen so auf eine Wellenhöhe von maximal 5 Metern. Obwohl uns bereits beim Empfang Tabletten gegen die Seekrankheit übergeben wurden, hat es wohl einige erwischt und so genießen wir das sagenhafte Frühstücksbuffet nahezu alleine. Fast 2 Tage soll es dauern, bis wir Barrientos Island, eine Insel der Südshetlandinseln, erreichen. In der Zeit werden wir von Albatrossen und Sturmvögeln begleitet, die uns mit ihren tollen Flugmanövern von dem heftigen Wellengang ablenken. Außerdem muss in der Zwischenzeit noch unsere komplette Ausrüstung, die bei Landgängen dabei sein soll, mit Staubsauger und Pinzette penibelst gereinigt werden, damit absolut nichts auf das Festland mit eingeschleppt werden kann. Und im Auditorium bekommen wir von den Expeditionsleitern viele Informationen rund um das Südpolarmeer und die Antarktis. Wir sind jetzt auf dem Schiff und wie man sieht, wir haben ein bisschen Seegang. Es hält sich aber noch in Grenzen, soll wohl auch schlimmer gehen. Morgen, wenn wir Glück haben, keep the finger crossed, können wir auf die Südshetlandinseln. Haben jetzt schon unser Briefing. Mal gucken. Wir sind sehr gespannt, was wir dort alles entdecken werden. Schwimmen an den ersten Eisbergen vorbei. Das Hoffen hat sich bezahlt gemacht und am nächsten Mittag bereiten wir uns auf den ersten Landgang vor. Und schon nehmen wir mit den Zodiacs Kurs auf Barrientos Island. Not necessary because it's a short trip. Please act first and deserve the most important. Und kurz bevor wir anlegen, werden wir von super süßen Pinguinen im Wasser in Empfang genommen.
Auf Barrientos Island leben einige Kolonien Eselspinguine und Zügelpinguine. Natürlich dürfen wir uns nur auf den vorgegebenen Pfaden bewegen und uns auch nur auf eine bestimmte Distanz den Tieren nähern, um sie zu schützen. Währenddessen erzählt uns ein Vogelexperte einiges über das Verhalten und Leben der Frackträger, die jetzt im antarktischen Frühling mit der Brut beginnen. Nest building, so they're going to be taking rocks from the beach sometimes, stealing them from their neighbors, and they'll get pretty territorial about that. So watch the ground. Hier lernen wir unglaublich viel über die putzigen Pinguine und dass Rutschen auf dem Schnee nicht nur cool, sondern auch überlebenswichtig sein kann. Außerdem lernen wir, dass der höchstgelegene Platz immer der begehrteste ist, obwohl das Hochlaufen für die Pinguine doch ziemlich kraftaufwendig ist. Nach einem Rundgang über die Insel müssen wir unsere Schuhe und Hosenbeine wieder desinfizieren und säubern, bevor wir zurück aufs Schiff können. Nur so lässt sich verhindern, dass wir Krankheiten oder Erreger von einem Ort in einen anderen mit einschleppen können. Über Nacht fahren wir weiter bis Kinners Cove. Nach dem Frühstück werden die Zodiacs wieder zu Wasser gelassen und wir dürfen abermals einen Ausflug unternehmen. Wieder einmal ist die Landschaft fremdartig und absolut faszinierend schön. Und diesmal sehen wir nicht nur große Eisberge, sondern fahren mit den Zodiacs direkt in ein Meer aus Crushed Ice. Man bekommt ja schon so ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man durch dieses Treibeis fährt und der Zodiac-Führer auf einmal "Oh oh" sagt. Letzten Endes war es aber kein Problem und wir sind gut aus dem Crushed Ice wieder rausgekommen, um uns die größeren Eisblöcke anzuschauen. Und natürlich halten wir auch an, als wir ein paar Adelie-Pinguine sehen. Am Land geht es an diesem Vormittag nicht. Stattdessen geht es zurück aufs Schiff und wir fahren ein kleines Stück weiter. Dorthin, wo das Packeis auf uns wartet. Auch hier sehen wir Adelie-Pinguine, was nicht weiter verwunderlich ist, denn das Packeis ist ihr eigentlicher, grundsätzlicher Lebensraum. Wir verweilen hier im Packeis und sind bei all den Schlägen, die man am Rumpf hören kann, froh, dass die World Navigator ein Schiff der Eisbrecherklasse ist. Außerdem werden die Zodiacs auf der eisfreien Seite ins Wasser gelassen und wir starten eine weitere Entdeckungsrunde an diesem Nachmittag. Zwischen all dem Weiß, Grau und Schwarz wirkt das Blau der Eisberge manchmal völlig unrealistisch. Doch je älter und fester komprimiert der Gletscher war, der nun als Eisberg im Meer schwimmt, desto blauer erscheint er. Wie sich altes Eis anfühlt und wie es schmeckt, dürfen wir auch ausprobieren. Yes. I'm not salty. No, it's fresh water. Fresh water. And it is very in old water. Maybe 2,000 or 3,000 years old. Wow. Yeah, yes, maybe more. Die bizarre Unterwasserwelt ist eigentlich nichts für uns. Mit der GoPro können wir aber trotzdem mal einen Blick hineinwerfen.
Vom Packeis aus geht es über Nacht weiter in Richtung Hydruga Rocks. In der Nacht wird klar, dass wir uns dem antarktischen Sommer nähern. Es wird schon praktisch gar nicht mehr dunkel und wann wir immer aus unseren Fenstern schauen, gibt es etwas für uns zu sehen. Uns macht es einfach Spaß, mit den Zodiacs durchs Wasser zu jagen und zwischen diesen riesigen, faszinierenden, bizarren und manchmal unnatürlich blauen Eisbergen entlang zu fahren. Und zwischendurch haben wir immer wieder Glück, so wie hier, wo wir einen Seelöwen sehen, der gemütlich auf dem Felsen chillt. Die Inselgruppe Hydruga Rocks dürfen wir ebenfalls betreten. Und wie die Pinguine watscheln wir vorsichtig entlang des markierten Weges, um nicht im über hüfthohen Schnee einzusinken. She's being sassy. Unzählige Zügelpinguine leben hier. Aber man muss aufpassen, denn zwischen den Pinguinen verstecken sich noch weitere Vögel, gut getarnt im ebenfalls schwarz-weißen Federkleid. Hierbei handelt es sich um den antarktischen Kormoran. Und auch eine Weddell-Robbe liegt fast unbemerkt im Eis. Es geht zurück zum Schiff und ein ganz kleines Stück weiter zum Eckner Point. Hier dürfen wir dann Fuß auf den 7. Kontinent, auf das Festland Antarktika setzen. Es ist das erste und einzige Mal, wo wir das antarktische Festland auf der Halbinsel betreten dürfen. Auch hier muss man aufpassen, denn der Schnee ist tief und wenn man nicht aufpasst, sinkt man ein. Immer wieder betonen unsere Expeditionsleiter, welch Glück wir mit dem Wetter haben. Das Meer ist hier spiegelglatt und so können die Kajakfahrer nochmal raus. Am Abend kehren wir voller Freude zurück zum Schiff. Ja, wir waren in der Antarktis. Während sich nun die zweite Gruppe auf den Weg zum antarktischen Festland macht, inspizieren wir die Brücke. Denn zu bestimmten Zeiten dürfen Besucher auf die Brücke und wir kommen gerade rechtzeitig. Gerade als wir eine Liste mit verschiedenen Erkennungsmerkmalen von Walen sehen, tauchen auch draußen Buckelwale am Schiff auf. Zuerst sind die Wale noch relativ weit weg, kommen aber immer näher an das Schiff heran. Die typische Schwanzflosse lässt keinen Zweifel offen. Es handelt sich um mindestens 4 verschiedene Buckelwale. Die letzten Zodiacs sind noch draußen und ein bisschen sind wir neidisch auf diese hautnahe Begegnung. Ein ereignisreicher und freudiger Tag geht zu Ende, bevor es weiter zur Plata Passage geht. Hier bekommen wir morgens eine Durchsage für alle, die dies noch nicht gesehen haben. Orcas sind neben dem Schiff aufgetaucht. Eine Schule mit kleinen Babys begleitet uns ein ganzes Stück und für Tim geht ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. Einmal im Leben Orcas sehen. Wir kommen an den von unseren Expeditionsleitern und dem Captain vorbestimmten Haltepunkt an und finden eine wunderbare Landschaft vor mit absolut spiegelglattem Wasser. Wir erwarten keine weitere Aufregung und lassen uns mit den Zodiacs treiben und unseren Gedanken freien Lauf. Wie muss diese lebensfeindliche Welt wohl auf die ersten Entdecker gewirkt haben, die fast ohne technische Hilfsmittel nur hier durch das ewige Eis navigierten, immer mit der Gefahr im Nacken, nicht mehr lebend rauszukommen. Und trotz dieser für Menschen lebensfeindlichen Umgebung haben wir noch nie etwas so Schönes erlebt. Die Stille, die uns in diesem Moment umgibt, ist allumfassend, beruhigend und berührt unsere Herzen.
Und gerade in dem Moment, als wir dachten, es kann eigentlich gar nicht mehr besser werden, steuerte eine Schule Orcas direkt auf unsere Zodiacs zu. Es war ein atemberaubender Moment, diesen wunderbaren Tieren so hautnah begegnen zu dürfen. Orcas werden oft auch als Killerwale bezeichnet. Doch sind sie keine rein instinktgetriebenen Killer, wie der Name vermuten lässt, sondern hochintelligente Säugetiere, die sich miteinander verständigen können, um geschickte und komplizierte Manöver gemeinsam auszuführen. Wir werden Zeuge, wie die jungen Tiere dieser Schule lernen, Eisblöcke zu rammen, um dort beispielsweise Robben oder Pinguine ins Wasser zu werfen, die ihre bevorzugte Nahrungsquelle darstellen. Wir sind absolut überwältigt. Als es zurück zum Schiff geht, wissen wir gar nicht, wohin mit unseren Gefühlen. Von der Plata-Passage geht es nochmal ein Stück weiter und während wir aus dem Fenster schauen, können wir nochmal eine Weddelrobbe auf einem Eisblock liegen sehen. Hat die ein Glück, dass die Orcas schon wieder verschwunden sind. Wieder werden unsere Schuhe geputzt und desinfiziert, damit wir eine weitere Insel betreten dürfen. Die Insel, die wir besuchen, beherbergt hauptsächlich Zügelpinguine und Eselspinguine, die uns mit ohrenbetäubendem Lärm empfangen. Wahrscheinlich wird dies unser letzter Landgang sein, erklärt man uns im Vorfeld. Fächer zu machen und falls die reinkommen, die wieder raustippen. Wir fahren nochmal ein Stück weiter zur Fournier Bay. Hier wartet unsere letzte geplante Zodiac-Tour auf uns. Und als hätten wir nicht schon unglaublich viel gesehen und erlebt, finden wir hier ganz viele Buckelwale, die sich um die Zodiacs tummeln. Auch hier kommen die Buckelwale wieder super nah an unsere Boote heran und wir wissen gar nicht, wo wir zuerst hinschauen sollen. Es ist wichtig zu wissen, dass unsere Expeditionsleiter die Wale mit den Zodiacs niemals verfolgt haben oder mit lauten Motoren auf sie zusteuerten. Im Gegenteil, sobald Wale in der Nähe waren, haben die Boote ihre Motoren ausgeschaltet und die Wale kamen aus freien Stücken und reiner Neugierde zu uns. Und auch unser Schiff, die World Navigator, hat einen Hybridmotor, damit sie bei Walsichtungen möglichst leise weiterfahren kann, um so einen möglichst geringen Einschnitt in das Leben und Verhalten der Meeressäuger zu unternehmen. Manch einer mag sich fragen, wieso man unbedingt in die Antarktis muss. Nun, es war keine Kreuzfahrt, sondern eine Expedition, an der wir teilgenommen haben. Mit unserem Geld werden die Wissenschaftler und Experten mit hierher genommen, um Informationen zu sammeln, Wale zu orten oder zu zählen und andere Forschungen zu unterstützen. Wer so eine Reise unternimmt, der weiß nie, was passiert. Die Tage können nicht geplant werden und müssen immer dem Wetter und dem Eis täglich neu angepasst werden. Und auch wir konnten unseren Beitrag zur Forschung leisten und unsere Fotos der Buckelwale auf eine Webseite hochladen. Anhand der Einzigartigkeit der Schwanzflossen können die Wale identifiziert werden und ihr Verhalten, ihre Reiserouten und die Anzahl näher bestimmt werden.
Von Fournier Bay ging es weiter nach Melchior Island, wo der krönende Abstoß der Antarktis-Expedition wartet. Der berühmte Polarplunge steht bevor. Der Sprung ins 0 Grad kalte Wasser kostet wahrlich Überwindung. So, eigentlich ist unsere Antarktis-Tour jetzt ziemlich vorbei und sie war ziemlich geil, muss man sagen. Also wir konnten so viel machen, so viel sehen und es war so viel geiler, als wir erwartet haben. Nicht nur, dass wir den 7. Kontinent Antarktika quasi mit eigenen Füßen betreten haben, die natürlich vorher desinfiziert und gesäubert wurden und ja, darauf geachtet wird, dass nichts eingeschleppt wird, was wir sehr geil finden. Nee, wir sind auch viel mit den Booten rumgefahren bei absolut traumhaftem Arktiswetter. Also besser hätte das Wetter fast nicht sein können. Und eigentlich war heute Morgen unsere letzte Zodiac-Tour und wir konnten nochmal unzählige Buckelwale sehen. Wir wussten gar nicht, wo wir zuerst hingucken sollen. Links vom Boot, rechts vom Boot, vorm Boot, hinterm Boot. Überall kamen sie aus dem Wasser raus. Und ja, eigentlich war jetzt der Plan, Richtung Drake-Passage zu fahren und zurück nach Ushuaia. Das dauert mehr als 2 Tage. Und gerade kam die Durchsage, hey cool, unser Captain hat beschlossen, wir können nochmal mit den Zodiacs raus, weil hier ist es gerade total schön. Wie man sieht, wir haben total viel Eis auf dem Wasser. Es knistert wie keine Ahnung, eine frisch geöffnete Sprudelflasche. Absolut wahnsinnig schön und die Sonne macht richtig warm. Wir freuen uns drauf. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns bald fertig machen und unsere Jacken und Hosen schlüpfen, damit wir nochmal rausgehen können und nochmal ein letztes Mal einen Tag auf dem Wasser genießen können, bevor es dann wirklich Richtung Drake geht und zurück. Wir genießen noch unsere letzte Zodiac-Tour durch das ewige Eis, bevor es zur Drake-Passage zurückgeht. Wir haben gelernt, dass die Antarktis super fragil ist und super wichtig für unsere Erde. Sie ist sozusagen der Herzschlag, der Puls der Erde und alle Meeresströmungen werden von ihr angetrieben. Wir sind unendlich dankbar für die Zeit, die wir hier verbringen durften und irgendwas hat das ewige Eis in uns verändert. Es hat uns gezeigt, wie viel größer unsere Erde doch ist und wie klein der Mensch dagegen anmutet. Auf dem Weg zurück durch die Drake-Passage in Richtung Ushuaia genießen wir noch so gut es geht die Vorzüge des Schiffs, den Whirlpool auf dem Dach, das gute Essen und die vielen Vorträge. Dann heißt es wahrlich Abschied nehmen. Auf Wiedersehen Antarktis und willkommen zurück auf Feuerland. Seid also auf jeden Fall mit dabei, wenn im nächsten Video unsere Reise durch den Frühling Patagoniens nach Norden geht, wo wir euch zu tollen Wanderungen mitnehmen und es so richtig feuchtfröhlich zur Sache geht beim Raften.